Als Kind träumte ich von einer Zukunft voller Wunder. Ich glaubte, wir würden schon bald mit Autos durch den Himmel fliegen, Roboter für uns arbeiten lassen, Krebs besiegen und durch die Zeit reisen. Die Zukunft ist jetzt. Doch gleicht sie keiner Utopie, sondern einem Fiebertraum. Hey Mann, wie viel Miete zahlst du für deine Wohnung? Darf ich dich vielleicht mal filmen? Ein israelischer Luftangriff hat am Mittwochabend ein Zeltlager im Gazastreifen getroffen. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos und die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sanchez wollen sich am Freitag in Venedig das Jahr verdienen. Wir sind in der längsten Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik. Hallo, ChatGPT, hörst du mich? Wie mache ich am besten mit meinem Freund Schluss? Rütte sagte wörtlich, wir sind das nächste Ziel für Russland. Das Bürgergeld ist jetzt Geschichte. 25% ist so krass einsam, dass sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, wenn sie echt Probleme haben. Leute, ich werde mich einen Monat lang nur von Ketchup ernähren. Folgt meinem Kanal. Veggie-Burger, Sojawurst, Tofu-Schnitzel. Geht es nach der Mehrheit des EU-Parlaments, werden solche Bezeichnungen allerdings bald verboten. Im gesamten Prozess dieses Gesetzes aber kein einziges Mal mit jungen Menschen geredet. Es ist und bleibt unsere nationale Pflicht, die deutsche Kultur vor Fremdeinflüssen zu schützen. Bedrohung ist nicht Russland oder China oder irgendwelche anderen externen Akteure, sondern sie kommt eigentlich aus dem Inneren heraus. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. You don't have the cards right now. A blinding flash as waves of explosions blast Iran's capital overnight. To honor and celebrate my Charlie. Alles Fake, der Mann, die Musik, der Text, Hightech, AI. Tesla-Chef Elon Musk kommt als erster Mensch der Welt auf ein Vermögen von 500 Milliarden $. Dann fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Bei einem spektakulären Diebstahl im Pariser Louvre. Lass mir mal, was passiert. Dass meine Geschichte richtig erzählt wird. Und hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben lang ernst genommen habe. This is what the world will look like in about a decade from now. A tech utopia where humans barely have to work. ...2025 war wirklich seltsam. Also Anna und ich hatten ein wirklich schönes Jahr. Wir verbrachten 7 Monate im Ausland. Wir waren unglaublich viel draußen, in der Natur, haben unglaublich viel erlebt. Aber natürlich ging die angespannte Weltlage nicht an uns vorbei. Ich meine, 2025 gab es so viele bewaffnete Konflikte wie seit 1945 nicht mehr. Und gerade in westlich geprägten Ländern, vor allem in Deutschland, vernahmen wir eine wirklich zutiefst depressive Stimmung. Hier sind anscheinend viele Menschen einfach sehr verunsichert, überfordert, ängstlich, wütend, gespalten und eigentlich nur noch vereint in dem Gefühl, dass die Welt, wie wir sie kennen, gerade vor unser aller Augen erodiert. Gleichzeitig haben wir in diesem Jahr aber durch unsere Reisen gemerkt, dass andere Ecken der Welt unser Gefühl, dass alles immer schlimmer wird, nicht teilen. Ob in Saudi-Arabien oder China, in der Mongolei oder in Indonesien trafen wir auf wirklich optimistische Gesellschaften, auf Menschen, die nicht nur von einem besseren Morgen träumen, sondern wirklich überzeugt davon sind, dass die Zukunft gut wird. Und da wurde mir bewusst, dass sich einige Teile der Welt im Aufstieg sehen und andere im freien Fall. Und ja, leider scheinen immer mehr Menschen hierzulande zu glauben, dass wir zu Letzteren zählen. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und noch nie in meinem Leben wurde in Deutschland so viel über das Ende gesprochen. Es war die Rede vom Ende der Wahrheit, vom Ende der alten Weltordnung, vom Ende des Westens, vom Ende der Demokratie, vom Ende des Friedens, vom Ende des Wohlstands. Und ja, wahrscheinlich war 2025 zumindest der Anfang vom Ende einiger dieser Dinge. Aber ich persönlich sehe das nicht so krass in diesem apokalyptischen Licht. Die Welt ordnet sich gerade nun mal neu. Sie befindet sich in einem historischen Umbruch, ähnlich wie es zu Zeiten der industriellen Revolution zum Beispiel war. Und ich meine, auch die hat alles auf den Kopf gestellt. Nationalstaaten, liberale Demokratien, der Kapitalismus. All diese Konzepte wurden ja erst im Zuge der industriellen Revolution zu dominanten globalen Macht- und Ordnungsstrukturen, zu Betriebssystemen von erfolgreichen Industriegesellschaften.
Aber vielleicht passen diese Betriebssysteme nicht mehr in dieses neue digitale Zeitalter, in das wir mittlerweile hineinkatapultiert wurden. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass sie heute immer weniger funktionieren, weil sie nun mal Konzepte der Vergangenheit sind und deshalb zumindest ein Upgrade benötigen. Aber hey, was spricht eigentlich dagegen, dass uns ein positiver Umbruch gelingt? Dass wir am Ende dieses Transformationsprozesses besser dastehen als heute? Seit neuestem lege ich einmal am Tag eine Platte auf und nehme mir eine Stunde Zeit, um meine Gedanken mit einem physischen Stift auf ein physisches Blatt Papier zu kritzeln. So als könnte ich damit eine Welt zurückzaubern, die längst nicht mehr existiert. Ich bin groß geworden in den 90ern. Damals gab es Furbies statt Labubus, Tamagotchis statt Smartphones. Kein Social Media, kein Check24, kein Google Maps und kein ChatGPT. Mit meinen Freunden verabredete ich mich durch einen Plastikhörer, der an einer Schnur hing. Ich war von morgens bis abends draußen, während der Baseballschlägerjahre im Nachwendeosten. Zwischen Platten im Verfall, Spritzen im Sandkasten und Glatzen in Bomberjacken. Meine Mutter konnte mich nicht auf ihrem Handy orten wie einen verlorenen Koffer. Mein Vater filmte unser Leben nicht für Fremde auf YouTube, sondern für meine Oma in Russland. Und ich hätte damals nie gedacht, dass ich mal als alter Mann aufwache und dieser Vergangenheit nachtrauere. Doch wenn man nicht weiß, was morgen ist, flüchtet man ins Gestern. Wohl wissend, dass die einzige Zeit, die wirklich zählt, jetzt ist. Ich bin wirklich kein Fortschrittsfeind, kein Friedrich-Merz-Typ, der Zukunft sagt, aber Vergangenheit meint. Als ich mit 18 mein erstes Smartphone in den Händen hielt, fühlte ich mich wie Marty McFly. Noch am selben Tag saß ich mit Freunden auf einer Bank im Park und feierte diese nächste Evolutionsstufe. Wir rauchten Joints und kamen nicht klar darauf, dass wir uns jetzt jedes Musikvideo auch außerhalb unserer Kinderzimmer zusammen reinziehen konnten. Doch bald hatte jeder ein eigenes Smartphone und aus dem Zusammen wurde langsam jeder für sich. Social Media hat die gemeinsamen Wohnzimmer der Gesellschaft leergefegt und durch digitale Abstellkammern ersetzt, in denen jeder allein vor sich hin vegetiert. In nur 15 Jahren ist die durchschnittliche Zeit, die Amerikaner am direkten persönlichen Kontakt zu anderen Menschen verbringen, um mehr als 30% gesunken. Die Gen Z hängt im Schnitt 6 Stunden täglich am Smartphone. Und obwohl wir alle wissen, dass wir uns umso leerer fühlen, je länger wir auf den Bildschirm starren, tun wir es trotzdem immer wieder und wundern uns dann, wo eigentlich die Zeit geblieben ist. Die digitale Revolution versprach Wissen für alle, Verbindung für jeden, Wahrheit auf Knopfdruck. Geliefert hat sie Einsamkeit im Hochformat. Stress, Spaltung, Depression, Fake News. In weniger als 2 Jahrzehnten ist Vertrauen geschmolzen wie Eis in der Sonne. In die Medien, in die Wissenschaft, in die Demokratie. In uns selbst, in diese Welt, in die Zukunft. Das geschah sicher nicht allein wegen all der Erfindungen, die Tech-Bros über die Welt kippten. Aber es gibt eine beunruhigende Korrelation zwischen technologischem Fortschritt und sozialem Verschleiß. Als Jugendlicher war ich Fanat in die Matrix-Trilogie. Ich habe mir die Filme neulich wieder reingezogen und war erschrocken über die Parallelen zu unserer eigenen Wirklichkeit. Auch wir sind Ressourcen für Maschinen geworden, als Datenproduzenten für Big Tech und Trainingsmaterial für künstliche Intelligenz. Auch unsere Matrix ist abhängig von uns und macht uns deshalb abhängig von ihr. Die industrielle Revolution führte den Menschen vom Land in die Stadt. Sie lockte mit dem Versprechen auf ein längeres, bequemeres, besseres Leben. Die digitale Revolution verlagert unser Leben von der physischen Welt in den digitalen Raum. Doch womit genau lockt sie uns eigentlich? Wofür geben wir immer mehr her von unserer Zeit, unserer Kontrolle, unserer Macht, selbst zu denken, selbst zu entscheiden, selbst zu fühlen? 2025 war wohl auch das Jahr, in dem KI mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Nicht umsonst kürte die Gesellschaft für deutsche Sprache KI-Ära zum Wort des Jahres und nicht umsonst kürte das Times Magazine die Architekten der KI zur Person des Jahres. Ein bisschen beunruhigend finde ich, dass diese KI-Architekten im Grunde bei einer Handvoll Tech-Unternehmen beschäftigt sind, die sich in einem Wettrennen um die Erfindung einer Superintelligenz befinden, ungeachtet der immensen Risiken und Gefahren, die mit einem solch gottgleichen Wesen verbunden sind.
Seltsamerweise interessiert sich in der breiten Öffentlichkeit kaum jemand für dieses Thema. Stattdessen erfreuen wir uns darüber, dass uns Sprachmodelle wie ChatGPT immer mehr das Denken abnehmen, Entscheidungen für uns treffen, quasi als persönlicher Ratgeber zu allen kleinen und großen Fragen des alltäglichen Lebens fungieren. Ich meine, Menschen fragen ChatGPT nach Beziehungstipps, welchen Film sie sich im Kino anschauen und was sie ihrer Mutter zum Geburtstag schenken sollten. Und ja, mit Sora 2 kam dieses Jahr eine KI-App auf den Markt, die vielleicht den Beginn der nächsten großen Social-Media-Revolution markiert. Sora 2 ist bereits sehr erfolgreich, bislang aber nur in den USA verfügbar. Ich habe es mir dennoch besorgen können, dank unseres langjährigen Partners Surfshark. Surfshark ist einer der besten und zuverlässigsten VPN-Anbieter weltweit. Mit nur einem Klick kann man seine IP-Adresse ändern und hat dabei die Auswahl aus 4500 Servern in 140 Ländern. Dadurch wird euer gesamter Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel geleitet. Man ist somit sicher vor Trackern und Hackern in öffentlichen WLANs und man umgeht dadurch nervige Ländersperren. Gerade auf Reisen ist das wirklich Gold wert. Wenn ihr zum Beispiel im Thailand-Urlaub das Dschungelcamp schauen wollt, braucht ihr Surfshark. Wenn ihr in China WhatsApp nutzen wollt, braucht ihr Surfshark. Und wenn ihr in Deutschland zum Beispiel Sora nutzen möchtet, braucht ihr Surfshark. Wir persönlich nutzen Surfshark nun schon seit Jahren, egal wo in der Welt wir unterwegs sind und können wirklich jedem nur empfehlen, es uns gleich zu tun. Schützt eure Daten, surft anonym und sicher und umgeht Geoblocking-Beschränkungen. Holt euch Surfshark auf www.surfshark.com/Notizen oder benutzt bei eurer Bestellung unseren Rabattcode Notizen. Damit sichert ihr euch 4 zusätzliche Monate Surfshark for free. Den Link findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung. Also unbedingt ausprobieren und 1000 Dank an Surfshark. Nun zurück zu Sora. Die App ist quasi das TikTok für KI-Inhalte. Jetzt denken sich wahrscheinlich manche, auch auf TikTok ist doch mittlerweile mehr als die Hälfte aller Inhalte KI generiert. Das stimmt auch. Das Besondere an Sora ist aber, dass man quasi einen digitalen Charakter von sich selbst erstellen kann und dann promptet man einfach, was einem gerade einfällt und erstellt so Videos von sich selbst. Das ist einfach nur der Wahnsinn! Nichts davon ist echt. Aber wen juckt's? Wozu noch reisen? Erstelle dir deine eigene Welt. Mit Sora. Ich werde ein Bundeskanzler sein, der noch schlechter ist als alle zuvor. In der realen Welt habe ich keine Freunde. Doch hier sitze ich am Tisch mit Jesus und Gandhi. Ich weiß, die meisten denken jetzt wahrscheinlich, was ist das für ein Scheiß und wozu soll das gut sein? Aber ganz ehrlich, das habe ich mich bei Instagram damals auch gefragt und deshalb vertraue ich einfach auf die Prognosen, dass sowas wie Sora das nächste große Ding sein wird. Ja, das macht mir keine Angst, aber das macht mich schon ein bisschen traurig. Früher konnten nur sehr wenige Leute Filme produzieren, Dokus, Serien, Shows. Heute kann das im Grunde jeder, also jeder kann ein eigenes Format aufbauen, der bereit ist, sich vor eine Kamera zu stellen oder zu setzen. Und in Zukunft ist vielleicht nicht einmal mehr das nötig. Man wird einfach, wie bei Sora, irgendwas ins Handy prompten und fertig. Bei YouTube wird es vielleicht gar keine von Menschen erstellten Videos mehr geben, weil jeder einfach sein eigener Creator wird. Ähnlich bei Netflix. Und ja, so wird jeder seine personalisierte Version von Unterhaltung haben, von Information, von Wirklichkeit und von Wahrheit. Wenn wir uns aber nicht mehr darauf einigen können, was wahr ist und was nicht, wenn wir keine gemeinsamen Erzählungen mehr teilen und irgendwann vielleicht nicht einmal mehr dieselbe Realität, was bleibt dann eigentlich noch, das uns verbindet? 2025 fühlte sich an wie ein verstopfter Trichter. Oben wurde so viel reingekippt, dass unten kaum noch etwas rauskam, außer Erschöpfung. Es war das Jahr, in dem die Stille starb, ein Jahr, in dem die Welt lauter schrie denn je, durch das Retina-Glas in unseren Hosentaschen, durch Meinungen am Dauerfeuer, durch Empörung im Akkord. Und ein Jahr, in dem es immer schwerer wurde, bei all diesem Lärm überhaupt noch selbst einen klaren Gedanken zu fassen. Unsere mentalen Briefkästen platzen aus allen Nähten. Sie sind gefüllt mit Werbung, Wahnsinn und Weltschmerz. Mit Push-Nachrichten, die sich anfühlen wie Fausthiebe.
Sie sind so voll, dass wir zwischen all der Junkmail kaum noch erkennen, wenn eine gute Nachricht dazwischen liegt. Dabei ist verdammt viel Gutes passiert in diesem Jahr. Die weltweite Kinderarmut ist seit 2014 um 19% gesunken. Noch nie hatten so viele Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und Bildung. In den meisten Ländern der Welt sank die Mordrate auf ein Rekordtief. Wales will künftig Lügen in der Politik strafrechtlich verfolgen. Indien erzeugte erstmals mehr als die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren Energien. Künstliche Intelligenz hilft dabei, Krebs deutlich früher zu erkennen. Und gleich mehrere Durchbrüche bei der Suche nach einem Malaria-Impfstoff machen Mut. Im Kampf gegen die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. 2025 war auch ein Jahr, in dem ausgerechnet Gen Z uns daran erinnerte, dass unsere Smartphones nicht dazu da sein müssen, um passiv an ihren Bildschirmen zu kleben. In Madagaskar und Marokko gingen junge Menschen gegen korrupte Eliten auf die Straße. In Nepal stürzten sie ihre Regierung. Und in Deutschland streikten landesweit Schüler gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Während die halbe Welt das Ende der Kreativität durch KI heraufbeschwor, droppte Rosalia ein Album, das klang wie ein Mittelfinger gegen digitalen Einheitsbrei. Und während Netflix Serien produziert, die kaum mehr sind als bewegte Tapeten, gemacht für ein Publikum, das nebenbei durchs Handy scrollt, wurden mit Sinners und One Battle After Another 3-stündige Kinofilme absolute Kassenschlager. Und ein Beweis, dass es noch verdammt viele Menschen gibt, deren Aufmerksamkeitsspanne über ein 30-sekündiges TikTok hinausgeht. Die beste Nachricht von allen ist aber, dass sich diese Liste fortsetzen ließe. Stundenlang, wochenlang, monatelang. Denn jeden einzelnen Moment geschieht irgendwo auf dieser Welt ein kleines und manchmal auch ein großes Wunder. Und so war auch 2025 nicht nur Lärm, nicht nur Katastrophe, nicht nur Kontrollverlust. Nicht nur AI-Slop, Clickbait und Ragebait. Es war auch das Jahr, in dem man unter dem Schreien der Welt etwas anderes hören konnte. Hoffnung. Und was würdest du sagen, war für dich so das Schönste an diesem Jahr? Ist immer schwer zu sagen, ne? In diesem Jahr ist so viel passiert irgendwie. Ich glaube so, klar, in der Mongolei, das Reiten war richtig, richtig schön. Damit habe ich mir einen Traum erfüllt. Aber ich glaube, so das Schönste war die Zeit jetzt hier in Berlin. Also die zum Schluss irgendwie, weil man hat angefangen, sich so ein Nest zu bauen und irgendwie war das so ein Neuanfang und es hat sich sehr, sehr gut angefühlt und tat gut. Mhm. Und für dich? Ja, also ich fand das Jahr generell sehr, sehr schön. Ja. Aber ich kann nicht verstehen, jetzt in diesem Jahr hat quasi ein Kapitel für uns geendet. Mhm. So dieses permanente Reisen, dieses dauerhafte Reisen, dieses Langzeitreisen. Und ich glaube, so für viele Menschen ist das ja so ein vermeintliches Traumleben. Mhm. Und es ist halt irgendwie einfach interessant, dass du sagst, so, dass für dich dieser Neuanfang auch schön ist, weißt du? Ja. Und ich glaube, das zeigt auch irgendwie, dass etwas Schönes enden kann, aber das nicht automatisch bedeutet, dass danach was Schlimmeres kommen muss. Ja, ich finde es halt auch sehr, sehr schön, dass man quasi jetzt so ein weißes Blatt Papier hat, dass man wieder neu mit Farbe füllen kann. Eigentlich ist es ja unser Neuanfang 2.0. Ja, der erste Neuanfang war ja ein bisschen anders, aber da hat es sich auch anders angefühlt, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, es ist halt auch wirklich so alles zu seiner Zeit, ne? Mhm. Und da war die Zeit noch nicht reif. Ja. Einfach. Es ist halt schön, wenn man sein Leben anhand eigener Entscheidungen gestalten kann. Ja. Und es ist ja auch ein Privileg, dass wir das können. Aber das ist halt ein großer Unterschied, ne? Ja. Ja. Von daher. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ja, ich bin gespannt. Ja. Im Rückspiegel wirkt Geschichte oft wie ein Drehbuch. Als hätte alles einen Plan, als sei alles logisch miteinander verknüpft und führe unweigerlich irgendwo hin. Vielleicht ist das der Grund, warum wir selten wissen, was Glück ist, aber fast immer, was Glück war.
und warum das Gewöhnliche heute im Licht von morgen plötzlich das Schöne gestern ist. Denn wir scheinen Geschichte erst zu verstehen, wenn ihre Tinte getrocknet ist. Dabei ist Zukunft kein Schicksal, sondern ein Gestaltungsraum der Gegenwart. Kaum eine Stadt weiß das besser als Berlin. Kurz vor meiner Geburt verlief hier noch eine Grenze zwischen zwei Welten. Eine Mauer aus Beton und Misstrauen. Sie teilte nicht nur Straßen und Plätze, sondern Menschen und Möglichkeiten, Familien und Träume. Und dann fiel sie. Nicht durch Gewalt, nicht durch einen Staatsakt, sondern durch Mut, Hoffnung und Schabowskis Versprecher. Auch 1989 glaubten wohl einige, sie durchlebten einen Fiebertraum. Auch damals hatten viele das Gefühl, dass sich etwas Gewaltiges zusammenbraut und das Ende naht. Auch damals zerfielen Systeme, alte Gewissheiten bröckelten und alles passierte gleichzeitig und rasend schnell. Doch auf den Trümmern der Vergangenheit entstand eine neue Zukunft. Und vielleicht werden wir irgendwann auch über 2025 sagen, dass es nicht das Ende war, sondern ein Neuanfang. In diesem Jahr war viel die Rede von der Schnelllebigkeit unserer Zeit. Doch die Zeit ist, wie sie immer war. Sie rennt nicht. Wir tun es. Vielleicht sollten wir also auf die Bremse treten. Denn nur Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. Zeit zum Innehalten, Zeit zum Nachdenken. Zeit, um zu gestalten, statt darauf zu warten, dass es andere für uns tun. Zeit für Gespräche, Zeit für Begegnungen. Zeit, um zu sein, wer wir sind. Menschen. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr uns in diesem Jahr hier auf YouTube begleitet habt. Wir wissen eure Unterstützung wirklich sehr, sehr zu schätzen. Wir können uns da echt nur wiederholen. Und ja, im nächsten Jahr geht es dann mit frischen Videos weiter. Es wird alles ein bisschen anders, aber definitiv anders gut. Also auf jeden Fall könnt ihr euch auf sehr, sehr coole Projekte freuen. Für alle, die hier irgendwie neu auf diesem Kanal sind, danke, dass ihr hier seid. Ja, freut uns, wenn ihr ein Abo dalasst, ein Like dalasst, wenn ihr das Video hypt, falls es euch gefallen hat. Was uns auch mega interessiert ist, wie habt ihr das Jahr denn wahrgenommen? Wie war es für euch? Schreibt das gerne in die Kommentare, ich bin echt gespannt. Ja, voll. Aber ja, am meisten freut es uns, wenn ihr alle die Weihnachtstage erstmal genießt und ja, optimistisch ins kommende Jahr blickt. Ne? Ja.